Heute gibt's mal Mini-Referenz. Seid gespannt. Mini-Referenz, was soll das heißen? Im Endeffekt eine Endstufe, die schon sehr, sehr alt ist, die sehr, sehr klein ist, aber trotzdem irgendwie sehr cool ist. Die kann nichts, aber ist deswegen genau das Richtige, meiner Meinung nach. Worüber rede ich die ganze Zeit? Ich rede über diese lustige Endstufe. Das ist eine Pioneer PAS D800. Zugegeben eine Endstufe, die schon etwas älter ist. Das Modell hier steht es irgendwo. Wo stand es? Ja, Februar 2014. Also ein älteres Modell. Nichtsdestotrotz gibt es die Endstufe immer noch neu zu kaufen. Eigentlich ein cooles Schätzchen. Und ich finde, die wird, ja, irgendwie fliegt die unterm Radar. Warum fliegt die unterm Radar? Ich sag mal so, wenn man sich aktuelle Tests, wenn man sich generell Tests für Endstufen anguckt, dann ist es oft so, dass die Testkriterien halt auch nach Ausstattung gucken. Heißt, wie viel Filter hat sie, wie viel Bassboost hat sie, wie viel Subsonics hat sie und so weiter und so fort. Und das Coole an der Stufe ist, hat sie nicht. Wir gucken uns das mal an. Heißt, ich könnte sowas sagen wie, ich pack's aus, aber ich habe es schon ausgepackt. Die ist nämlich hier. Das ist das kleine, süße Ding. Eine 2-Kanal-Digital-Endstufe von Pioneer aus der PAS-Serie. PAS steht für Pioneer Reference Series. Also die Referenzserie von Pioneer, die größte Serie, die so soundtechnisch rausbringen. Ja, und was kann jetzt dieses wunderschöne Schätzchen? Beziehungsweise, wie groß ist das überhaupt? Also, ihr seht hier meine Hände. Groß ist das Teil auf keinen Fall. Wir sind hier bei 25,5 cm in der Länge. Das ist weniger als ein DIN A4-Blatt lang ist. Und knapp über 10 cm in der Tiefe. Und dann haben wir hier noch einen Aufbau von 5 cm. 5 cm Höhe ist tatsächlich, ich sag mal so, der Standard von, wenn es jetzt ein DSP ist oder sonst irgendwas. Also die Höhe ist hier normal. Ansonsten halt, ja, passen eigentlich 3 davon fast auf ein DIN A4-Blatt. Ich nenne die Dinger immer ganz lustig gesehen die Schokoriegel. Das heißt, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, stehen noch 2 davon. Und die 3 Endstufen sind halt eigentlich ein cooles 6-Kanal-System. Wofür braucht man 6 Kanäle? Also man kann es jetzt auch als 2-Kanal-System mit Subwoofer sehen. Leistungsdaten sprechen wir gleich drüber. Gucken uns diese erstmal an. Also, ich mache mal hier die Käppchen ab. Dann sehen wir auch was. Was sehen wir? Fingerabdrücke sehen wir. Ja gut, die sind jetzt erstmal egal. Also designtechnisch ist hier nicht so viel los. Aber nichtsdestotrotz ist es auf Funktionalität ausgelegt. Wir haben auf der einen Seite haben wir Strom. Heißt, wir haben Plus, Minus, wir haben einen Remote-Eingang und wir haben eine 30 Ampere Sicherung. Passt soweit. Auf der anderen Seite haben wir, ja, nicht viel definitiv. Wir haben einen Lautsprecherausgang, wir haben die Gains für die einzelnen Lautsprecher und wir haben Cinch-Anschlüsse. Wenn man jetzt sagt, okay, wo stelle ich die Weiche ein, wo stelle ich denn den Bassboost ein, wo stelle ich denn den Subsonic ein, wo stelle ich denn ein, ob das jetzt High-Level oder Low-Level sein soll, wo stelle ich denn, irgendwie ist ja nichts einzustellen. Und das ist auch irgendwie das Coole an den kleinen Stüfchen, weil die Dinger machen halt einfach das, was sie sollen, einfach nur verstärken, ohne Schnickschnack. Heißt, man kann sich hier irgendwie einen Bassboost nicht einfach reinschieben, weil es keinen Bassboost gibt. Man kann sich keinen Subsonic zufällig irgendwie irgendwo setzen, weil es den nicht gibt. Man kann sich nicht irgendwie eine Weiche machen. Das ist meiner Meinung nach eine perfekte Endstufe für ein Aktivsystem. Deswegen auch aus der PAS-Serie. An der Stelle geht einfach Pioneer davon aus, dass ihr schon ein gefiltertes Signal habt.
Heißt am besten ein DSP davor. Was ein DSP ist, habe ich schon mal erklärt. Und ja, wenn dann halt der DSP da dran ist, dann kann hier halt das richtige Signal rangehen und dann hat man keine Probleme. Dann kommt hier quasi in den Cinch-Eingang kommt das Signal, was da rein soll. Aus den Lautsprecherausgängen geht es zu den Lautsprechern und hier haben wir Strom. Punkt, aus, Ende. Was liefert das gute Stück? Wenn man sich das Datenblatt anschaut, ist es ja für die Größe meiner Meinung nach immer noch eine ziemlich geile Stufe. An 14,4 Volt, alle Werte, die ich jetzt sage, sind 2 mal 125 Watt RMS an 4 Ohm, also 2 mal 125 Watt. An 2 Ohm macht die Stufe 2 mal 150 Watt an 14,4 Volt. Und gebrückt, laut Papier, sind wir bei 300 Watt. Klar, die 150, 2 mal 150 Watt an 2 Ohm ist quasi entsprechend den 1 mal 4 Ohm gebrückt, so wie es hier auch angeschlossen war. Deswegen fehlen hier 2 Schrauben in der Mitte. Und damit sind wir tatsächlich bei 300 Watt auf dem Papier. Wenn man sich die Stufe so ein bisschen rannimmt und tatsächlich mal auf einem Amp-Dyno checkt, dann sind die Werte ähnlich, aber es ist tatsächlich so, dass an den 2 Ohm ein bisschen mehr rauskommt und auch gebrückt gibt es Tests, wo 430 Watt an 4 Ohm gebrückt aus dieser Endstufe rauskommen, statt 300. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Und das ermöglicht es auch, an so einer Endstufe einfach mal einen Subwoofer zu betreiben. Also 430 Watt ist schon ein brauchbarer Leistungsbereich, wo man halt einfach mal so einen 4 Ohm Subwoofer 8, 10, gegebenenfalls sogar ein 12 Zoll mit betreiben kann. Klar, keine Pegelorgien, aber an sich kann man damit schon Spaß haben. Kann ich bestätigen, ich hatte diese Endstufe lange Zeit eingebaut. Endstufe ist schön, sehr, sehr klein, wiegt 1,6 Kilo pro Stück, kann zwischen 2 und 8 Ohm betrieben werden. An der Stelle hatte ich hier auch 8 Ohm Breitbänder angeschlossen, funktionierte auch. Ja, und dann noch diese schönen Käppchen drauf. Und dann hat man eine wunderschöne kleine Endstufe. Wunderschöne kleine Endstufe, die im Aktivsystem meiner Meinung nach eine perfekte Ergänzung zu einem guten DSP ist. Preistechnisch kostete diese Endstufe, zumindest laut Karton, mal 399,95 Euro. Gut, die Endstufe ist von 2014. Aktuell ist der Marktpreis von dieser schönen Endstufe ca. 250 Euro, gebraucht weniger. Für den Preis kann man ein bisschen rumprobieren und ein bisschen rumtesten, finde ich. Ich wollte dieses Video einmal machen, um dieser wunderschönen Endstufe wirklich nochmal zu danken. Ich habe sie wirklich sehr lange benutzt und ja, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt, eine schöne Endstufe, die ich empfehlen kann. Kein Schnickschnack, einfach tut das, was sie soll. Hat viel Leistung an 4 Ohm gebrückt, was man so gar nicht glaubt von der Größe her. Macht einen guten Klang, ist super neutral. Macht, was sie soll. Schöne Endstufe. Wenn diese Endstufe was für euch ist oder ihr Fragen habt, kommentiert einfach mal unten drunter. Ich bin gespannt. Ansonsten sehen wir uns demnächst. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.